Hallo liebe Freunde des gepflegten Kulturaustausches. Wir sind wieder zurück auf Bali. Die letzten Tage verbringen wir auf der Phuket-Halbinsel, ganz im Süden. Diese steht für weiße Sandstrände und in erster Linie Surfen. Denn hier befinden sich unter anderem die Weltklasse-Wellen von Padang Padang und Uluwatu. Also, seid ihr bereit für eine neue Episode? Bali 2025, das Finale, let's go! Mentally feel like Kobe, I'm like Jokic with the rock. You physically couldn't hold me, I don't care if you pushing 40. You can never little bro me. Euro step like Ginobili, from young OG to the OG. From nosebleeds to floor seats, circle stronger than Cuban links. My gold dance, your gold plated. You verse me, now that's a reach. We ready, who ready? We ready, who ready, who? We ready, who? Who ready, who? We ready, who ready? We ready, been ready, I waited, my turn, on God, held steady. I keep dropping back to back, I keep going if you let me. I've been sitting at the top, looking down at those who left me. Promise I'm not being petty, I'm the one they envy. Brody moving state to state, make $1 million out the semi. Plus I grinded from the start, I was stacking pennies, I might dip like Machiavelli. After the confetti, who ready? We ready, who ready? We ready, who ready? Who? We ready, who? Who ready? Who? We ready, who? Who ready? We ready, who ready? We ready, who ready? Who? We ready, who? Who ready? Who? We ready, who? Für die letzten paar Tage wollten wir ein wenig hochleveln und diese mit viel Ruhe und Komfort verbringen. Wir haben uns dafür eine Villa gemietet. Denn Auswahl an fancy Villen gibt es hier auf der Phuket recht viele. Leider war das meiste bereits ausgebucht. Doch dann tauchte kurzfristig diese hier auf. Ich muss sagen, nettes Häuschen. 2 Zimmer, offenes Wohnareal mit Küche, privater Pool, wirklich sehr schön. Das alles in einer neuen Anlage mit quasi baugleichen Einheiten. Bei der Ankunft der Schock. Neu heißt hier leider immer noch im Bau. Innen drin riecht es sogar noch nach Farbe und Baukleber. Und auch wenn auf Bali leider überall Bauarbeiten stattfinden, so bedeutet die Beschreibung, in der Umgebung finden Bauarbeiten statt, ja nicht, dass man literally mitten auf der Baustelle wohnt. Denn von den Wohneinheiten sind erst wenige fertiggestellt. Um uns herum wird gesägt und gehämmert. Den ganzen Tag. Das war es mit der Ruhe. Das hatten wir uns anders vorgestellt. Vor allem, da wir hier für 4 Tage mehr ausgeben, als die komplette Monatsmiete zu Hause. Eine Chance, woanders hinzuziehen? Ja, können wir gerne machen. Doch Geld zurück gibt es keins. Das Management absolut uneinsichtig. Ich wage hier tatsächlich von Betrug zu reden. Beschwerdemail an Booking.com ist bereits raus. Und das heißt, da wir nicht wechseln können, ohne unser Geld komplett in den Sand zu setzen, müssen wir eben das Beste draus machen. Daher zum Thema. Bisher war ich auf der Phuket immer nur auf Tagesausflügen oder Surftrips. Das letzte Mal ist dabei allerdings auch schon gute 10 Jahre her. Zum Beispiel in Uluwatu, bekannt für seine steilen Klippen und Weltklasse-Wellen. Oder auch Padang Padang, wo mit dem Rip Curl Pro jedes Jahr ein bekannter Surf-Contest stattfindet. Trotz der heftigen Brandung auf den Riffen steht die Phuket generell für ihre weißen Sandstrände, die mit zu den schönsten im Süden von Bali gehören. Und deshalb sollten die restlichen Tage eigentlich vollkommen unter dem Motto Flex and Relax stehen. Ob uns das dann doch noch gelungen ist? Let's find out.
knees. Yeah, stay on my P's, get hate off my body like it's a disease. I'm walking off after we taking the lead. She call me Big Papi, I'm David Ortiz. It's what you've been waiting to see. There's moments where you gotta take it or leave. And I'm taking everything, some call it greed, but I call it living out what you believe. And I've been believing since dawn, we're seeing the vision board. Racing with fate all my life, a collision course. Fighting with snakes, I'm a lion like Gryffindor. Fuck, I be asking permission for it. This type of shit will be breaking tradition for it. Clearing the mission, don't care who the victim. I'm dying for all that I'm living for. Wir haben natürlich versucht, das Beste daraus zu machen, aber letztendlich genau das bekommen, was ich bereits im Vorfeld erwartet hatte. Ich brauche die Hölle nicht mehr zu fürchten, denn ich war auf der Phuket. Die weißen Strände sind weg, gewichen der Erosion oder den Beachclubs. Überall wird gebaut. Selbst da, wo bereits alles bebaut ist, wird nochmal drauf gebaut. Die Natur zerstört durch Beton. Es ist voller Touristen und Partypeople. Der Verkehr ist einfach nur geisteskrank. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das mal werden soll, wenn hier alles fertiggestellt ist. Man muss aufpassen, nicht an jeder Ecke abgezockt zu werden. Absolut überteuert ist hier mittlerweile sowieso alles. Genau die Argumente, wegen denen ich mittlerweile Orte wie Canggu meide wie die Pest. Und wegen denen ich auch bereits seit 2017 eigentlich gar nicht mehr nach Bali wollte. Das Wohnen auf der Baustelle hat uns dann auch die Ruhe versaut. Mit Lärm von morgens bis teilweise abends um 22 Uhr. An dieser Stelle nochmal eine Warnung an alle da draußen. Lasst euch nicht von geilen Fotos täuschen. Wer auch immer hinter der Company Alfred steht, für mich sind das Betrüger. Vermutlich ist von Booking.com nicht allzu viel zu erhoffen. Trotzdem werde ich alle Hebel in Bewegung setzen, vielleicht zumindest einen Teil des Geldes zurückzubekommen. Anyway, da unser Flug erst heute Nacht geht, ziehen wir um für den letzten Tag. Ausgerechnet nach Kuta.
Ja, Junge, um in der Nähe des Flughafens zu sein. Es reicht also ein günstiges Zimmer, um Gepäck einzulagern, noch ein bisschen shoppen zu gehen, den Pool zu nutzen und eine letzte Dusche zu haben, bevor dann um 22 Uhr das Taxi zum Flughafen geht. Natürlich hat Bali noch schöne Ecken und man kann es auch irgendwie nachvollziehen, warum wirklich jeder hier hin will. Dennoch verlassen wir die Insel jetzt wieder mit genau dem Gefühl, welches ich im Vorfeld bereits hatte. Dass wir definitiv keinen Luxusurlaub machen und dazu auch noch in Südostasien sind, letztendlich auch wesentlich mehr Budget einplanen mussten als zuvor kalkuliert, ist dann nur ein weiterer bitterer Beigeschmack. Bali 2025. I'm sorry. It's over. Es gibt definitiv bessere Reiseziele. Außer als Hub in Indonesien wird mich zumindest Bali so schnell nicht wiedersehen. Das also war es von dieser Reise. Weitere Episoden werden folgen. Was es da wohl zu sehen gibt, let's find out.